Ich verwende Wolle mit einer Lauflänge von 160 Metern auf 50 Gramm und verwende eine Häkelnadel der Stärke 2,5. Wir beginnen mit einem Fadenring. Und in diesen Fadenring häkeln wir 6 feste Maschen. Dann ziehen wir den Fadenring zu und häkeln in die erste feste Masche eine Kettmasche. Als nächstes häkeln wir in jede feste Masche 2 feste Maschen, sodass wir am Ende dann insgesamt 12 feste Maschen gehäkelt haben. In der nächsten Runde werden wir jetzt jede zweite Masche verdoppeln und damit ich weiß, wo meine Runde begonnen hat, lege ich mir einen Faden in die Arbeit und häkle jetzt erstmal in die nächste Masche eine feste Masche. In die nächste Masche häkle ich 2 feste Maschen, dann wieder eine und so weiter, bis wir am Ende 18 feste Maschen gehäkelt haben. So, wir haben jetzt insgesamt 18 Maschen gehäkelt und in den nächsten 6 Runden werden wir jetzt in jede Masche eine feste Masche häkeln, also immer 18 Maschen pro Runde und das über 6 Runden lang. So sieht das dann aus, wenn wir diese 6 Runden gehäkelt haben. Und als nächstes werden wir jetzt immer Folgendes häkeln. Und zwar häkeln wir in die nächste Masche eine feste Masche, dann in dieselbe Masche ein Stäbchen. In die folgende Masche häkeln wir 3 doppelte Stäbchen. In die nächste Masche wieder ein Stäbchen. Und in dieselbe Masche nochmal eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt insgesamt 6 Mal. Und zwar immer eine feste Masche und ein Stäbchen in eine Masche. In die nächste Masche dann 3 doppelte Stäbchen und in die dritte Masche dann wieder ein Stäbchen und eine feste Masche. Zum Schluss machen wir noch eine Kettmasche in die erste feste Masche der Runde. So. Als nächstes nehme ich mir jetzt eine dunklere Farbe und werde jetzt diese Staubblätter machen. Und zwar mache ich erstmal 7 Luftmaschen. Dann häkle ich in die zweite Masche von der Nadel 3 feste Maschen. Und dann häkle ich in die übrigen Maschen jeweils eine Kettmasche. So sieht es dann aus und dafür machen wir jetzt noch 2 weitere. Die können wir auch größer oder kleiner machen, je nachdem wie euch das gefällt. Und dann schneiden wir den Faden ab, ziehen ihn durch und vernähen einen dieser beiden Fäden und mit dem anderen Faden werden wir das dann hier annähen. So, und dann nähen wir das einfach hier
von unten in den Blütenkelch und machen hier ein paar Stiche, damit das gut vernäht ist. So, wenn das jetzt fertig ist, machen wir jetzt als nächstes das Kelchblatt. Und zwar nehmen wir da wieder unsere dunkle Farbe und beginnen wieder mit einem Fadenring. In den Fadenring häkeln wir 4 feste Maschen. Dann ziehen wir den Fadenring zu und häkeln in die erste feste Masche eine Kettmasche. So, und dann häkeln wir in jede feste Masche 2 feste Maschen, sodass wir am Ende dann 8 feste Maschen haben. Wenn wir jetzt insgesamt 8 Maschen gehäkelt haben, häkeln wir eine Kettmasche in die erste feste Masche der Runde, um die Runde somit zu beenden. Und als nächstes häkeln wir 4 Luftmaschen. In die zweite Luftmasche, von der Nadel gerechnet, häkeln wir eine Kettmasche. In die darauffolgende häkeln wir eine feste Masche. Und in die letzte Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. So, dann häkeln wir eine Kettmasche in die nächste Masche und noch eine Kettmasche in die nächste Masche. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir von diesen Zacken 4 Stück haben. Also wir häkeln immer 4 Luftmaschen, dann in die zweite Luftmasche eine Kettmasche, in die nächste Luftmasche eine feste Masche und in die nächste Luftmasche ein Stäbchen und dann in die nächsten 2 Maschen jeweils eine Kettmasche. Wenn das jetzt so aussieht, können wir den Faden abschneiden und durchziehen. Allerdings brauchen wir ein ganz langes Stück, weil wir noch eine Luftmaschenkette hier anfügen möchten. So, und diesen langen Faden vernähen wir jetzt so, dass er genau hier unten mittig rauskommt. Und den anderen Faden vernähen wir dann auch. Wenn wir die beiden Fäden vernäht haben, ist es ganz wichtig, die beiden noch nicht abzuschneiden. Bei dem langen müssen wir ja sowieso jetzt erstmal die Luftmaschenkette machen. Das heißt, wir beginnen hier am Ende und häkeln jetzt einfach so lange Luftmaschen, bis wir am anderen Ende angekommen sind. So, wenn ihr jetzt mit eurer Luftmaschenkette hier am anderen Ende angekommen seid, nehmt ihr den anderen Faden, den ihr noch nicht abgeschnitten habt, und führt ihn durch die letzte Luftmasche und zieht ihn durch. Somit wird sich jetzt die Luftmaschenkette nicht mehr öffnen können. So, und diesen Faden führen wir jetzt einmal durch, dass wir auf der anderen Seite ankommen. Und nutzen den Faden jetzt, um das Ganze miteinander zu vernähen. Also mit ein paar Stichen werden wir das jetzt miteinander verbinden. So, wenn das gemacht ist, kann der Faden abgeschnitten werden. Und am Ende der Luftmaschenkette kann man noch ein paar Perlen hinzufügen. So, dann noch einen Knoten machen und dann ist man auch schon fertig.